Moin und herzlich willkommen in meiner Holzwerkstatt. Heute gibt es mal wieder ein Kurzvideo mit 2 Praxistipps zu meiner Sägestation von Harvey. Die ausführliche Videoreihe zu allen einzelnen Komponenten verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Heute geht es um 2 Dinge, die man bei der Verwendung des Schiebetisches noch optimieren kann. Da geht es zum einen um die Stützfüße bzw. die Herstellung der Mobilität von der Station und zum anderen um die Anpassung der Big Eye Führungsschiene, die eigentlich zu lang ist. Also starten wir rein. Harvey hat ja für seine Tischkreissäge die optional erhältliche Fahreinheit Spider im Programm. Und die ist auch richtig klasse, bis man den ebenfalls optional erhältlichen Schiebetisch installiert. Denn dieser wird mit 2 Stützfüßen zusätzlich am Boden gesichert. Und damit müsst ihr jeweils für das Verfahren der Einheit die Stützfüße kurzfristig demontieren. Und das ist natürlich nicht ideal. Ziel ist es also, die Füße so zu montieren, dass die gesamte Einheit ohne weiteres Umbauen mobil ist und bleibt. Also erstmal einen Fuß demontieren. Und nach Rücksprache mit den 2 Profis von Harvey, also Thorsten und Mike in der Zentrale in Homberg, habe ich den Tipp zu dem Set mit den Gelenkverbindern inklusive Schrauben bekommen. Dazu verwende ich noch eine richtig stabile Befestigungsplatte mit M8 Gewindemutter, die ich auch hier bei der Installation meiner Abluftanlage verwendet habe. Ja, und das Ziel ist es dann am Ende, dass die Gelenke oben und unten jeweils montiert werden. Im unteren Bereich ist das Ganze denkbar einfach. Die Imbusschraube lösen und dann kann auch schon das erste Gelenk installiert werden. Im oberen Bereich wollte ich zuerst die originale Vierkantschraube verwenden. Da müsst ihr allerdings die Schraube erstmal kürzen und auf der Gelenkseite in der Vertiefung eine Unterlegscheibe reinlegen, damit ihr darauf eine M8-Mutter festziehen könntet. Allerdings ist der Raum dort so klein, dass ich da keine Nuss ansetzen konnte. Insofern habe ich diese Lösung für mich wieder verworfen. Und die im Set beiliegenden Nutsteine sind zu klein und haben damit zu wenig Auflagefläche. Die habe ich auch nicht verwendet. Für mich ist die ideale Lösung die Verwendung dieser Befestigungsplatte. Die sind zum einen sehr stabil und haben auf der anderen Seite die ideale Größe für die Nut und haben dann noch eine entsprechende M8-Mutter gleich schon dort mit angebracht. Und das Ganze habe ich dann noch entsprechend aufgedoppelt, weil die Mutter ja auch eine entsprechende Höhe hat und damit es dann auch perfekt angezogen werden kann, sieht dann die endgültige Konstruktion bei mir so aus. Ist nicht hübsch, aber tut genau seinen Zweck, funktioniert hervorragend. Und jetzt nochmal ein Blick von unten, die Schraube dann entsprechend anziehen und dann sitzt das Ganze bombenfest. Dann kann abschließend auch noch das Gegenstück drauf und damit habt ihr auch den oberen Bereich komplett installiert. Und nun könnt ihr individuell nachmessen, auf welches Maß die Stange von euch gekürzt werden muss. Bei mir sind es exakt 58 cm auf der linken Seite. Den Stützfuß habe ich dann mit einer Metallkreissäge und einem Aluminiumsägeblatt gekürzt. Danach habe ich ein M8-Gewinde für die Aufnahme einer entsprechenden Schraube eingedreht. Das geht natürlich in Aluminium sehr einfach. Dann kann auch schon alles miteinander verbunden werden. Zuerst eine Unterlegscheibe, darauf dann das entsprechende Gegengelenk und das Ganze dann mit einer dem Set beiliegenden Schraube fest anziehen. Genau das gleiche geschieht natürlich auf der anderen Seite des Stützfußes. Final wird dann der Stützfuß oben und unten am Gelenk verschraubt und ist dann schon fest mit dem Spider-Fahrgestell verbunden. Die Montage erfolgt auf der anderen Seite mit dem zweiten Stützfuß genauso. Die gleiche Konstruktion wie bei der vorherigen Montage habe ich übernommen, sowohl oben als auch unten. Allerdings habe ich hier das Aluminiumrohr auf 62 cm gekürzt. Und damit habe ich immer noch einen guten Winkel, der die Last aufnimmt, aber auch für die Bedienung der Schwenkeinrichtung unterhalb des Tisches nicht im Weg ist. Abschließend habe ich das Ganze dann nochmal mit einem Holzkeil in Waage gebracht und dann final fixiert. Und so ist mit relativ einfachen Mitteln die Sägestation nun auch mit dem Schiebetisch mobil und kann bei Bedarf wesentlich einfacher verfahren werden. Wie findet ihr das? Das Kürzen der Big Eye Führungsschiene ist nur für diejenigen relevant, die auch einen Schiebetisch installiert haben oder möchten und die sich dann an dem Überstand auf der rechten Seite stören.
Ohne den Schiebetisch würde an der Stelle links ja ein weiteres Anbauteil als Gusseisen sein und dadurch würde die Schiene auch weiter nach links gesetzt werden, sodass es dann rechts keinen Überstand gibt. Ich möchte nun, dass die Schiene bei mir hier bündig mit dem Tisch ausläuft. Allerdings werde ich die Schiene dann nicht rechts abschneiden, sondern auf der linken Seite, da ich mir auf der rechten Seite den Auslaufstopp erhalten möchte. Den brauche ich natürlich links nicht mehr, weil da die Begrenzung durch den Schiebetisch bleibt. Und dann fix die Schiene abnehmen, kurze Markierung setzen und dann geht's zum Sägen. Ich verwende für die Schiene eine Metallkreissäge, stelle eine niedrige Drehzahl ein und mache mehrere Schnitte mit stufenweiser Tiefenzugabe. Der Grundkörper der Schiene ist aus Aluminium und darin sind noch 2 Eisenkerne enthalten. Das sind die Rundstäbe, wo die Gleitrollen drauf laufen. Darauf müsst ihr beim Sägen unbedingt achten. Nach ein paar Durchgängen war die Schiene gekürzt und hat einen sauberen Schnitt ergeben. Dann konnte die Schiene auch schon wieder montiert werden. So habe ich nun auf der rechten Seite einen bündigen Auslauf und meinen Auslaufstopp für den Big Eye Anschlag erhalten. Ja, und auch wenn das Thema heute wieder ein bisschen spezieller war, hoffe ich einfach, dass diejenigen, die mit dem Schiebetisch von HW liebäugeln oder den bereits haben, doch nochmal ein paar wertvolle Tipps bekommen haben, wie sie vielleicht selber auch ihre Stationen nochmal optimieren können. Ja, und das nächste Video wird gar nicht mehr lange auf sich warten lassen. Da ist bereits was in Planung und darauf freue ich mich ganz besonders. Also bis demnächst. Macht's gut. Ciao.